Auf unserer Panamerikaner-Reise kehren wir dahin zurück, wo alles begann. In der trockenen Wüste im Norden Chiles schwelgen wir in Erinnerungen, doch dieses Wiedersehen ist gleichzeitig auch ein Abschied. Und jetzt haben wir das letzte Mal Chile verlassen. Während wir loslassen, wartet schon das nächste Abenteuer auf uns. Ein bisschen Wehmut schwingt mit, doch die Vorfreude und die Neugier auf das, was vor uns liegt, sind größer denn je. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben in Chile. Wir sind nämlich wieder von Argentinien nach Chile eingereist. Es war unsere letzte Ausreise aus Argentinien wahrscheinlich und die letzte Einreise nach Chile. Und hier sind wir jetzt in San Pedro de Atacama an einem für uns schon besonderen Ort, denn hier hat für uns alles begonnen. Vor etwa 10 Jahren waren wir das erste Mal hier, das war unser erstes gemeinsames Abenteuer, auch mit Roberto zusammen. Und hier ist auch die Idee für die Panamerikaner-Reise entstanden. Also für uns schon ein etwas emotionaler Ort, ein emotionales Wiedersehen, ein sehr schönes Wiedersehen. Wir waren ja damals als Backpacker unterwegs und durften Chile, Bolivien und Peru 6 Wochen lang bereisen, was ein riesen Highlight für uns war. Wir haben zwar vieles mit Touren gemacht dazu mal und merken heute, ja, wie wir doch eher so die Individualreisenden sind. Wir lieben es, ja, an Ort zu sein, länger zu sein und einfach ja, die Sachen so zu genießen, wie wir es wollen. Mit einer Tour ist man doch immer wieder so ein bisschen gezwungen, sich an deren Rhythmus ranzuhalten. Aber es ist trotzdem schön, wieder hier zu sein und zu fühlen und zu sehen, wie sich doch nicht viel verändert hat in den Jahren hier. Und ja, wir feiern das voll ab hier. Der Kern von San Pedro ist absolut noch derselbe, hat immer noch denselben Charme. Aber man merkt schon, dass ein paar Touranbieter mehr dazugekommen sind. Als wir vor ein paar Tagen hier reingefahren sind, hat man schon gemerkt, dass dieser Umfang der Stadt viel größer geworden ist. Also das hat sich so weit ausgedehnt. Und was auch noch anders ist im Vergleich zum letzten Mal, wir sind ein bisschen später im Jahr hier, also näher im Winter. Und trotzdem sind die Berge rundherum, die haben viel weniger Schnee als damals. Also damals waren die schneebedeckt, die waren weiß. Und jetzt ist fast kein Schnee drauf. Hatten wir sehr anders erwartet. Wir hatten wirklich gedacht, wir kommen komplett in den Winter rein und frieren. Aber man sieht es ja, wir sind auch im T-Shirt unterwegs und tagsüber ist es richtig angenehm warm. Man sieht hier auch am Markt, sie haben hier überall Coca-Blätter, die sollen ja sehr gut helfen gegen die Höhenkrankheit und ganz viele andere Sachen. Also das letzte Mal, als wir zum Beispiel über Bauchweh, Kopfweh, egal was gesprochen haben, da hilft immer Coca. Ja, mittlerweile gibt es auch Bonbons. Bonbons, genau. Man kann auch Teeaufguss machen und also es gibt ganz viele Variationen. Pardon? ¿Cuánto es? Sí, a mí. Also so ein Päckchen kostet zum Beispiel 1000 Pesos, etwa 1 Euro. Brauchen wir jetzt aber, glaube ich, gerade nicht, nee, oder? Wir haben uns ziemlich gut angepasst. Ja, ich glaube auch. Muchas gracias. Bei vielen rufen die Coca-Blätter oft die Assoziation mit Kokain hervor. Man muss aber schon sagen, also die Konzentration der Wirkstoffe in den Coca-Blättern ist so gering. Man müsste
Unmengen dieser Blätter haben, bis man wirklich Kokain herstellen kann und natürlich noch einiges beimischen. Also ja, man hört ab und zu von Berichten, dass vielleicht, wenn man die Kokablätter lang in der Backe hält, dass die Backe vielleicht ein bisschen taub wird, aber das ist es auch schon. Also das ist eine ganz andere Dimension. San Pedro ist doch sehr überschaubar und nicht wirklich groß. Von dem her geht es für uns langsam zurück. Aber wir müssen noch eine Sache machen. Wir müssen noch zu Post gehen. Denn ja, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, wisst ihr, dass wir auf der Puna-Ebene unsere Stoßdämpfer kaputt gemacht haben. Mittlerweile ist nicht nur ein Stoßdämpfer kaputt, sondern gleich beide hintere Stoßdämpfer sind kaputt. Und deshalb haben wir uns jetzt neue Stoßdämpfer hierher bestellen lassen. Wir waren ja vorher noch in Salta und wollten das eigentlich da machen lassen. Das Problem ist, die Stoßdämpfer in Argentinien zu besorgen, hätte uns 500.000 Pesos gekostet. Das sind etwa 450 €, was ja absurd ist. Steht nicht im Verhältnis. Gar nicht. Also wir bekommen hier die gleichen Stoßdämpfer einfach für 40 €. Mit Versand. Und die Stoßdämpfer waren ja auch nicht so weit kaputt, dass man gar nicht mehr fahren kann. Das hat uns auch der Mechaniker bestätigt und darum haben wir das jetzt so gelöst. Jetzt hoffen wir einfach, dass die angekommen sind hier so mitten in der Wüste. Ja. Sieht ein bisschen klein aus, das Paket für die Stoßdämpfer, aber ja, wenn sie richtigen sind, dann passt es. Sie sind immerhin angekommen. Sie sind immerhin angekommen, also hier mitten in der Wüste. Das Beste ist, wir bauen die morgen ein und Tino weiß nichts von seinem Glück. Dass er da hilft? Ja. Auf jeden Fall wird Tino Roberto einiges besser helfen können als ich, das ist schon mal klar. Jetzt gehen wir zurück zum Van, da treffen wir die anderen und da haben wir zusammen noch eine Sache vor. Da sind wir wieder. Gibt einen kleinen Nachmittagskaffee. Setzen uns noch mit den anderen zusammen und dann, glaube ich, geht's auch schon los. Es muss ja trotzdem nicht so staubig sein. Okay, die Sonne ist schon fast hinterm Berg. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu spät kommen. Also fahren wir los. Es gibt hier ja rund um San Pedro so viele Dinge, die man sich ansehen kann. Die sind auf jeden Fall auch spannend, aber dadurch, dass wir schon viele gesehen haben, werden wir jetzt nicht mehr so ins Detail gehen. Aber einen Punkt wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wir fahren nämlich zum Sonnenuntergang, zu einem Aussichtspunkt, wo man auf das Valle de la Luna, also das Tal des Mondes, blicken können soll. Den kennen wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht vom letzten Mal, oder? Das ist ein Tipp, den wir heute oder gestern von anderen Reisenden erhalten haben. Also wollen wir das ausprobieren. Ich frage mich, wann die Sonne wirklich untergeht, weil gerade knallt sie mich so richtig an. Ich habe das Gefühl, wir sind zu früh, aber am Ende geht es ja dann doch immer sehr schnell. Ja, und zum Glück ist es auch nicht weit. Wir fahren nur ein paar Minuten, dann sollten wir schon da sein. Das waren, glaube ich, jetzt keine 5 Minuten mit dem Auto und wir sind schon angekommen. Also ein paar Schritte müssen wir noch zu Fuß machen, aber ich glaube, hier werden wir eine richtig schöne Aussicht haben. Ich weiß zwar noch nicht ganz, ob sich die Sonne nicht zu sehr verkriecht von der Richtung hier aus, aber ja, wir finden es dann raus. Kann nicht immer alles richtig planen. Nö, manchmal kommt es einfach, wie es kommt. Ja. Wow, das sieht ja schon sehr vielversprechend aus. Man sieht so richtig, wie diese Berge hier so zerklüftet sind und von der Erosion so zerfressen. Sieht schon sehr besonders aus.
Wie der Name San Pedro de Atacama ja sagt, befinden wir uns hier in der Atacama-Wüste. Auch das Valle de la Luna, auf das wir hier von diesem Aussichtspunkt aus runterblicken, gehört zu dieser Wüste. Und das ist, ich weiß nicht, wenn man so in die Ferne guckt, dann sieht man ja doch ab und zu ein paar kleine grüne Stellen. Aber trotzdem ist die Atacama-Wüste mit ihrer Gesamtlänge von etwa 1200 Kilometern die trockenste Wüste der Welt. Also hier gibt es wirklich Orte, an denen seit Jahrzehnten kein einziger Regentropfen registriert wurde. Wie krass ist das denn? Und es gibt wirklich Teile der Wüste, in denen seit Millionen von Jahren nicht mehr so viel Regen gefallen ist, wie verdunsten könnte. Also das ist, diese Verhältnisse, das ist unglaublich. Und ja, man kann einfach nur wieder mal staunen. Ich fürchte, wir waren doch eben einen Ticken zu spät. Der Schatten war ja doch schon sehr lang und auch weit über das Tal verbreitet, aber es war trotzdem schön. Ja, es war auf jeden Fall schön und wir haben es ja schon mal gesehen, also von dem her Genau. war es okay. Ja, und für uns war ja das Wichtigste, dass wir auch mit den anderen hier sind, denn das ist unser letzter Abend zusammen für eine Weile. Ja, jetzt waren wir doch sehr lange zusammen unterwegs. Ja, ab morgen trennen sich aber unsere Wege. Vorerst. Ich glaube, wir sehen uns wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, und deshalb machen wir uns heute einen gemütlichen Abend zusammen und ja, dann sehen wir uns morgen. Ja? Morgen wieder. Guten Morgen. Wir haben heute einiges vor. Ihr seht, ich bin auch schon mitten in meiner Morgenroutine. Für mich kommt es einfach immer so drauf an, wie ich in den Tag starte. Macht einen riesen Unterschied. Seit bald 4 Jahren sind die Reisehandtücher von Valleys & Hills fester Bestandteil unserer Reise. Einige von euch kennen und schätzen sie bereits, den anderen möchte ich gerne ein bisschen mehr darüber erzählen. Und wir haben diesmal auch wieder einen Rabattcode für euch. Die Reisehandtücher von Valleys & Hills bestehen zu 100% aus zertifizierter Bio-Baumwolle. Und ich sage euch, auch auf der Haut fühlen sie sich einfach so gut an. Es ist die perfekte Alternative zu Mikrofaserhandtüchern, denn sie trocknen mindestens genauso schnell, sind platzsparend, dabei aber so viel nachhaltiger. Sie sind komplett plastikfrei und sogar die praktischen Gummibänder sind aus Naturkautschuk. Damit sind die Reisehandtücher auch ein perfektes Beispiel dafür, was Valleys & Hills ausmacht. Es wurde nämlich von Christina und Andreas gegründet mit dem Ziel, schöne, aber eben auch nachhaltige Campingprodukte zu entwickeln. Dabei ist nicht nur die Produktqualität wichtig, sondern auch faire Lieferketten und gute Arbeitsbedingungen, und die Produktion findet in der EU statt. Im Shop von Valleys & Hills findet ihr außerdem weitere Produkte, von denen uns einige ebenfalls auf der Reise begleiten. Schaut also unbedingt vorbei, wenn ihr auch noch nach einer Ergänzung für eure nächste Reise sucht. Und für die nächsten 2 Wochen erhält ihr mit dem Code CHIRPY5 auch einen Rabatt von 5% auf euren gesamten Einkauf bei Valleys & Hills. Lasst euch das also nicht entgehen und scannt dafür am besten unseren QR-Code ein oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Wir hatten eine richtig ruhige Nacht und der Sternenhimmel, der war ja unglaublich. Aber unser heutiger erster Task ist, die Stoßdämpfer zu ersetzen. Dafür haben wir uns ein paar YouTube-Videos angeschaut, das schlaue Buch mit dabei, und mit Hilfe von Tino wird das schon klappen. Also würde ich sagen, wir legen gleich los.
Das erste Stück ist draußen. Ja, war ziemlich anstrengend. Aber ging. Ich habe ganz schön gestöhnt. Ja. Willst du mal das gute Stück zeigen mit dem Öl? Ja, man sieht, also wir haben noch WD-40 heute ein bisschen drauf getan, um die Schrauben zu lockern. Aber man sieht hier, wie das Fett hier runterdrückt und ist mittlerweile an beiden Stoßdämpfern. Ja, gut, dass wir die hier setzen. Das wäre ja die da oben. Wir haben nämlich die Aufhängung von der Handbremse dran. Lässt sich sehr einfach zusammendrücken und er bleibt dann. 120, 110 haben wir gesagt, hä? Ja, aber man hat keinen Ersatz bis im Cusco, oder? Das sind ja nur kleine Verpackungen. Heute ist wieder mal einer dieser Tage, wo man so richtig dankbar ist für diese Reise-Community und auch für diese Freundschaften, die man unterwegs schließen kann. Also wir sind ja schon längere Zeit zusammen unterwegs, stehen hier auch wieder länger zusammen und das ja, weil wir eine gute Zeit zusammen verbringen, aber gerade an Tagen wie heute ist man auch sehr dankbar dafür, dass man auch mal um Hilfe fragen kann. Dass Tino sich da jetzt mit Roberto unter das Auto legt, ist nicht selbstverständlich und klar, ich könnte da auch drunter liegen, aber ich wäre Roberto keine Hilfe. Und Tino hingegen hat halt auch schon viel am Sprinter, mit dem sie ja unterwegs sind, also er und Flavia, rumgeschraubt. Die hatten auch ein Stoßdämpfer-Thema und er ist da einfach drin und kann Roberto richtig gut helfen. Und das schätzen wir sehr. Also vielen Dank, Tino. Merci vielmal für die Hilfe. Der zweite ist jetzt auch draußen. Den ersten haben wir schon bereits installiert. Geht eigentlich ziemlich schnell. Ja, So sind ein bisschen Profis am Werk. Kraftakt, aber passt. Ja, das ist schon alles perfekt. Finito, Pepito. Sehr gut. Was war das, 1,5 Stunden? Ja, etwa. Ging schnell. Ging schnell. Ja, danke an Tino. Ja, mit mir wäre es nicht so schnell gegangen. Wahrscheinlich nicht. Wenn man bedenkt, die durchschnittliche Lebensdauer für Stoßdämpfer wird mit etwa 80 bis 100.000 Kilometern angegeben. Wir haben jetzt etwa 80 gemacht auf der Panamericana. Ja. Also natürlich im unteren Bereich, aber es kommt ja auch auf die Qualität der Straßen drauf an. Und ich glaube, wir haben Jimmy schon gut gefordert auf diesen 80.000 Kilometern. Also es ist absolut berechtigt, dass die Stoßdämpfer jetzt aufgegeben haben. Es kommt auch auf die Fahrweise an. Also ich habe gelesen, aggressives und schnelles Überfahren von Bodenwellen hat auch was damit zu tun. Und ich würde ja sagen, Roberto fährt eigentlich meistens. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. War immer ganz anständig. Vielleicht war auch mal ein Loch dabei, das ich überfahren habe. Nee, aber es ist völlig legitim, dass die Stoßdämpfer jetzt durch sind. Jetzt haben wir die ersetzt. Es ist zwar vielleicht nur eine Übergangslösung. Wir hätten eigentlich schon gerne wieder Koni-Stoßdämpfer, weil wir da einfach wirklich von der Qualität überzeugt sind. Aber vorerst können wir wieder mal sicher fahren und das ist einmal das Wichtigste. Aber ich würde euch gerne noch 5-mal umarmen. Ja. Aber ja, es geht wahrscheinlich schnell vorbei. Es geht auch nicht Genau. Ja. Vielleicht können wir auch nicht die Sachen haben. Sehr gern, sehr gern. Ja, dann sehen wir uns spätestens in La Paz, oder? Ja, schon, oder? Oder nur Juni? Tobias, mein Sohn. Papa. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Passt auf euch auf. Irgendwie ist es schon seltsam, sich jetzt zu verabschieden. Wir waren jetzt doch, ich glaube, über einen Monat zusammen unterwegs. Ja, das war auch ein sehr intensiver Monat mit der Puna-Ebene und Werkstattaufenthalte. Aber es war auch eine richtig schöne Zeit mit allen zusammen. Also war richtig cool. Absolut. Und ja, eben darum ist es auch irgendwie so seltsam, jetzt wieder alleine unterwegs zu sein. Aber es ist ja auch kein Abschied für immer. Wir wissen, dass wir uns wiedersehen. Es dauert einfach eine Weile, denn sie fahren jetzt die Lagunenroute. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir sie ja vor 10 Jahren schon etwa gemacht haben und uns eine andere Strecke rausgesucht haben. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass wir wieder gute Stoßdämpfer haben und wir fühlen uns auch sicher, jetzt wieder alleine unterwegs zu sein.
Es ist wirklich richtig früh am Morgen. Wir merken total, dass wir es nicht mehr gewöhnt sind, mit dem Wecker aufzustehen. Also wir sind ja meistens um 6, halb 7 wach, aber mit dem Wecker ist noch mal was anderes. Und in der Dunkelheit losfahren, naja. Aber wir haben ja auch noch eine Stunde Weg zu dem Ort, wo wir hinwollen. Wir wollen die Geysire El Tatio ansehen und die sind bei Sonnenaufgang besonders schön. Ja, und dann nimmt man sowas halt auf sich. Jimmy muss auch was auf sich nehmen, der wollte am Morgen auch nicht starten. Dem tut die Kälte auch nicht weh, denn wir sind um den Gefrierpunkt herum unterwegs gerade. Ja, wir mussten den ein bisschen quälen, aber er fährt. Und er schlägt sich gut. Ja, und er wird es uns verzeihen. Ja, und ich sehe auch nicht so kaputt aus. Ja, ich glaube, Roberto sieht heute fitter aus als ich auf jeden Fall. Ich habe nicht wirklich viel geschlafen heute. Nee, und Roberto ist auch kein Morgenmensch. Nee. Man sieht auch die Fahrt allein zu El Tatio ist ja der Wahnsinn von der Natur her. Also man sieht so richtig, wie man in dieses Altiplano hochkommt. Wir sind jetzt auch auf 4200 Metern und die Landschaft hat sich wieder mal verändert. Ich muss auch sagen, so dieser Schnee auf den Bergspitzen rundherum, das gibt noch mal ein bisschen mehr so dieses Gefühl, in dieser kargen, verlassenen, lebensfeindlichen Welt zu sein. Und ja, auch der Blick auf die Temperaturanzeige. Wir hatten gerade vorhin eben minus 17 Grad und wir sind noch nicht mal an unserem Ziel angekommen. Wir sind zwar auf 4200 Metern und so viel weiter hoch geht's nicht, aber ich glaube, das wird ein richtig kalter Morgen. Hola, buenas. Bien, gracias. ¿Primera vez aquí? La segunda. Pero hace 10 años. 10 años que estuvimos aquí. Genial. Sí, cambió. Ahora cambió todo. Sí. Ya. Links und rechts steigt schon der Dampf um uns herum auf. Es ist, ja, ich glaube, wir haben auch richtig gutes Timing. Die Sonne ist noch nicht hinter den Bergen hochgekommen. Da hatten wir ein bisschen Angst, dass wir spät sind. Aber ja, es ist richtig cool, wieder hier zu sein. Und es wirkt schon, also alles ist ein bisschen geordneter. Da gibt es so Ticketstände und sowas. Das war letztes Mal, glaube ich, noch nicht so. Nee, es sieht schon sehr professionell aus. Ja, sehr professionell. Aber die Geysiren sind immer noch unglaublich. Wahnsinn, der Dampf überall ist der um einen herum. Das ist schon sehr beeindruckend. Es lohnt sich wirklich, so früh am Morgen herzukommen. Der Sonnenaufgang kreiert einfach immer so eine ganz besondere Stimmung. Und in der Morgendämmerung ist auch die Sicht am besten auf diese ganzen Dampf- und Nebelschwaden. Die Kontraste sind dann am stärksten, aber auch die Temperaturunterschiede. Und deswegen sieht man eben diesen Dampf so gut. Ja, und dann hat man eben diesen unglaublichen Blick auf dieses riesige Geysirfeld. Es ist übrigens auch das drittgrößte der Welt. Nur noch das im Yellowstone Nationalpark und ein weiteres in Russland sind größer. Und hier befinden sich 8% der Geysire weltweit. Das muss man sich mal geben. Das ist ja Wahnsinn. Und wir können das hier so hautnah erleben, wie das so vor sich hin blubbert. Und ja, unglaublich. Was für ein Start in den Tag. Wenn man bedenkt, woher diese ganze Energie, diese Hitze kommt, das kommt ja
aus dem Mittelpunkt der Erde hoch. Wir sind hier auf 4300 Metern Höhe. Man muss sich das mal geben. Also die ganze Hitze, die ganze Energie kommt tausende von Metern hoch. Und hier oben hat sie immer noch so viel Energie, dass das Wasser so spritzt und dass überall der Rauch so hoch steigt. Das ist schon unglaublich, nicht? Teil dieses Geysirfelds ist tatsächlich auch ein Thermalbad, wo heißes und kaltes Wasser gemischt wird, wo man früher noch drin baden konnte. Wir haben damals die Gelegenheit nicht genutzt und diesmal geht's nicht, denn es ist ein Geysir unter den Becken aufgebrochen. Es gibt da Risse und es ist zu gefährlich, um da reinzugehen. Also es ist gesperrt und ja, jetzt wird es von Geologen und auch von der NASA untersucht, was da ist und wie sich das weiterentwickeln wird. Aber eigentlich so einmal ins warme Wasser reinspringen wäre schon nicht so verkehrt. Ja. Und die Hand aber hier ins Wasser reinzuhalten? Nein, auf keinen Fall. Das Wasser hier hat 86 Grad Celsius. Das ist einfach die Siedetemperatur, die Wasser hier haben kann. Also heißer geht es gar nicht auf dieser Höhe. Ja, von dem her mal gucken, wo wir uns aufwärmen. Wie geht's eigentlich deinem Kopf? Gut eigentlich. Keine Kopfschmerzen, ein bisschen schwindelig, aber das ist, weil wir die ganze Zeit hier hin und her laufen. Ja, man muss halt eben tranquilo machen. Tranquilo. Aber gut, also wir sind auf 4,3 und passt schon, oder? Geht. Man merkt wirklich, wie die Geysire ganz anders zur Geltung kommen, je höher die Sonne steigt, beziehungsweise man sieht sie gar nicht mehr so gut, den ganzen Dampf, der hier aufsteigt. Aber ich glaube, auch so haben wir sehr viel Zeit hier verbracht. Wir können langsam aufbrechen. Es war auch unsere letzte Sehenswürdigkeit in Chile. Aber jetzt geht es für uns Richtung Bolivien und das heißt aber, dass wir uns vorbereiten müssen und einige To-Dos noch auf unserer Liste haben. Für uns geht es heute darum, nochmal in eine größere Stadt und da versuchen wir alles zu erledigen. Die Fahrt nach Calama war ja gerade am Anfang nochmal wunderschön, aber gegen Schluss hat sich echt nochmal ganz schön gezogen, gerade so durch die Wüste. Und Calama selbst, muss ich ehrlich sagen, überzeugt uns gerade noch nicht so ganz. Also wir fühlen uns hier nicht so gut, auch weil wir viele Berichte über Einbrüche gelesen haben, gerade in Campervans. Drum ja, haben wir es auch schon so gemacht, ich war jetzt gerade einkaufen und da hat Roberto im Van gewartet. Und jetzt sind wir beim Baumarkt, da machen wir es andersrum. Ich warte im Van und Roberto ist drin, denn er will vor allem wegen Additiven gucken. Der Diesel war ja schon in Nordargentinien nicht so gut, also zumindest auf jeden Fall kein Winterdiesel. Und auf der Höhe hatten wir schon Zusätze reingetan und in Bolivien soll es ja noch schlimmer werden. Also der Diesel soll da sehr schlecht sein. Darum wollen wir da auch nochmal ein paar Additive kaufen, die dem entgegenwirken können. Und den Diesel wenigstens so für die Zeit, die wir da sind, ein bisschen aufbessern können. Ich hoffe, Roberto findet alles. Hola! Oh. Ja, warst du erfolgreich? Alles bekommen. Sehr gut. Ist ein langer Tag, oder? Ja, ich bin so fix und fertig. Ich muss noch tanken gehen. Ja. Und dann Schlafen. raus von hier, in der Stadt. Ich mag nicht mehr hier. Auch nicht. Also los. Hola, buenas. Die Situation mit Bolivien und dem Diesel ist ja nicht nur die Qualität betreffend, sondern auch die Verfügbarkeit. Seit Jahren gibt es immer wieder Probleme, wo das Dieselangebot nicht die Nachfrage decken kann. Das heißt, manchmal kommt man an die Tankstelle und es gibt einfach keinen Diesel. Zurzeit gibt es viele Berichte darüber, dass es aktuell nochmal besonders schwierig ist.
Es ist auch die Zeit rund um Wahlen. Und immer wenn es politische Ereignisse gibt, scheint es besonders problematisch zu sein. Und gerade heißt es auch, dass man auch nach stundenlangem Anstehen teilweise keinen Diesel bekommt. Und das ist natürlich für uns schon ein Problem. Natürlich genauso wie für alle anderen in Bolivien. Darum wollen wir uns ein bisschen eindecken. Wir haben jetzt hier 2 Kanister gekauft. Den einen aus der Puna-Ebene haben wir auch noch, den füllen wir auch noch. Und dann hoffen wir, dass ja, die Situation für uns wenigstens nicht ganz so prekär ist. Es wird nicht reichen, um die ganze Strecke durch Bolivien durchzukommen, aber es sollte hoffentlich wenigstens helfen. Boah, ist hier drin, oder? Ja. Wird schon passen, oder? Ja, ist ja nur vorübergehend. Ja, genau, bis zum Schlafplatz und dann sortieren wir uns neu. Schlafplatz klingt gut. Schlafplatz klingt gut und wir sehen uns morgen, oder? Wenn es über die Grenze geht. Wenn es über die Grenze geht. Hola, wir wollten hier eigentlich nur über Nacht bleiben, sind aber doch gestern noch einen Tag länger geblieben, weil wir halt ja, von der ganzen Fahrerei vor 2 Tagen doch ziemlich kaputt waren. Und auch der Geysir auf 4.300 Metern hat uns doch ziemlich geschlaucht. Ja, und jetzt sind wir hier gelandet. Wir sind am Abend angekommen, wussten nicht, wo wir genau sind, stehen aber hier zwischen 2 Vulkanen. Sieht richtig schön aus und es ist auch richtig ruhig. Also es hat richtig gut getan, hier gestern noch zu bleiben und einfach ein bisschen ja, sich zu erholen. Ist zwar ganz schön kalt am Abend, also man sieht die Berge hier rund um uns herum. Die haben auch schon Schnee, aber ja, ansonsten so ruhig hier. Ja, für uns geht es auf jeden Fall heute weiter. Wir wollen heute noch über die Grenze nach Bolivien reinfahren. Wir sind auch nur noch 100 Kilometer von Bolivien entfernt. Ja, und da freuen wir uns. Und ja, das erste natürlich hier Motorhaube auf, den Motorblock wärmen und dann hoffen wir, dass Jimmy nachher auch gut startet. Und dann geht es auch schon los. Vamos! Das war ja wirklich ein unverhofft idyllischer Platz. Und obwohl alles so karg und so steinig wirkt mit den Vulkanen, gibt es hier trotzdem so diese kleinen Blümchen zwischen den Steinen. Und man hat sogar Vogelgezwitscher gehört in der Früh. Wie idyllisch. Ja, jetzt geht es aber weiter. Es sind eine Stunde etwa? Etwa eine Stunde ist es und dann sollten wir auch schon an der Grenze sein. Wir nehmen den Grenzübergang Ollagüe und der liegt direkt neben dem gleichnamigen Vulkan und der sieht richtig spannend aus mit dem Rauch, der da auf der einen Seite rauskommt und man blickt so ein bisschen in diesen anders gefärbten Krater und ja, überhaupt diese Landschaft hier, die Anden, das ist einfach, ja, ich habe keine Worte dafür, das ist einfach anders. Ja, aber jetzt ist eben schon vor uns die Ortschaft Ollagüe mit dem Grenzübergang, es ist noch 1 Kilometer. Und dann starten wir in dieses neue Kapitel. Einfach Grenzübergang nach Bolivien. Kaum zu glauben, dass wir schon hier sind. Die Ausreise aus Chile ging jetzt fast einen Ticken zu schnell für mich. Wir waren keine 2 Minuten da drin, oder? War richtig schnell. Und damit beenden wir jetzt das Kapitel, wo wir, ein gutes halbes Jahr, immer zwischen Argentinien und Chile so unterwegs waren. Und jetzt haben wir das letzte Mal Chile verlassen und reisen gleich nach Bolivien ein. Da vorne sehe ich schon den bolivianischen Grenzposten. Oh, wir freuen uns. Ein neues Abenteuer. Ein neues Abenteuer. Wir sind in Bolivien!
Wow, also ich kam ganz schön ins Schwitzen. Gerade beim Zoll, der Herr, der war nicht sehr kommunikativ. Nee, der war sehr karg mit den Worten. Ja, Man wusste nie, wo man steht, was man machen muss, aber hat alles einwandfrei funktioniert. genau. Und jetzt freuen wir uns richtig auf Bolivien. Wir wurden zwar schon gewarnt, dass die Spritzsituation hier ziemlich schwierig sein wird, aber Ja. auch für das wird es sicherlich eine Lösung geben. Wir freuen uns auf jeden Fall, Bolivien bereisen und entdecken zu können. Auf jeden Fall. Wenn ihr euch auch auf Bolivien freut, freuen wir uns über ein Abo und wenn ihr das nächste Mal auch einschaltet, wenn wir unser erstes Video aus Bolivien bringen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, auch einen Kommentar sehr gerne. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es in Bolivien weitergeht. Hasta luego! Hasta luego! Diese Garme. Rund um einen, das ist ein Stinker. Das ist ein Stinker hier. Ein Stinkerkäse hier. Gibt's auch hier.